Heute bei den Lately News ist ein Mann in Bitburg mit einer scharfen Granate in eine Polizeidienststelle gekommen. Der Mann gab an, dass er diese beim Spaziergehen im Wald gefunden hatte und sicherheitshalber persönlich zur Polizei bringen wollte. Wie sich herausstellte, war die Granate bei der letzten größeren Übung der Bundeswehr in Rheinland-Pfalz verloren gegangen, sodass seit der Übung nur noch 16 Panzer, 8 Fregatten, 500 Tretminen, 12 Soldaten und die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vermisst werden. Noch mehr gleich bei News! Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus diesem einen Internetvideo, wo man sehen konnte, wie ein Geist durch ein Gebäude schwebte. Und ich war nicht der Kameramann, sondern der Geist. Und das sogar ohne Schminke, wie ansonsten immer beim Spukhaus im Spessart. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Fox & Friends auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Und natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder von dir zu Hause, wo dieses hübsche Neonröhrenschild dich noch einmal darauf hinweisen will, sowohl mal die Röhren auszutauschen und auch ein Abo dazulassen. Wie rum, ist dir überlassen. Außerdem präsentiert uns heute noch unsere Sonderentspannungskorrespondentin Tina Tibet die neuesten Trends im Umgang mit tibetanischen Klangschalen. Oder sie hat einfach nur vergessen, wie das mit dem Umrühren eines Teigs in einer Schüssel funktioniert und jetzt einfach nur so tut, als ob sie da eine tibetanische Klangschale bearbeitet. Nur genauso ist das auch überhaupt erst zu den tibetanischen Klangschalen gekommen, als der erste Dalai Lama um 1500 eine Dr. Oetker-Back-Mischung seinen Mitmönchen machen wollte, aber so vertieft war in einen Podcast über amerikanische Serienkiller, weswegen er die Schale von außen bearbeitet hatte. Aber kommen wir zuvorst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Eigentlich bietet es sich ja an, als Polizist selber eines Tages Verbrecher zu werden. Denn gerade als Polizist kennt man die Vorgehensweise der Polizei bei der Aufklärung eines Verbrechens nur zu gut und kann alles dafür tun, seine eigenen Spuren viel besser zu verwischen. Oder notfalls die Tat seinem Nachbarn in die Schuhe zu schieben, so wie ich das schon seit Jahren bei Günther Jauch versuche. Aber auch nur, weil ich ihm sein Rasenmäher vor Jahren geliehen habe, er mir den aber nie wieder zurückgegeben hat. Und dann ist es mehr als gerecht, dass ich seit Jahren seinen Kühlschrank plündere und ohne Miete zu zahlen in der Villa neben seiner Villa wohne. So ähnlich erging es nun auch einem Berliner Polizisten, der in Bayern gefasst wurde, als er versuchte, einen Juwelierladen auszurauben. Dabei ging er jedoch nicht persönlich in den Juwelierladen, sondern versuchte mit seinem Berliner Streifenwagen in das Schaufenster des Juweliers zu fahren. Was im Kampf Streifenwagen gegen Panzerglas nicht optimal für den Streifenwagen endete und den jetzt ehemaligen Berliner Polizisten. Währenddessen in Schwenningen. Meistens spule ich bei Filmen immer achtlos über die Handlung hinweg zu den Action-Szenen, denn nur die interessieren mich an einem Film wirklich. Das ist bei einigen Filmen wie Terminator ziemlich einfach, weil da immer Action zu sehen ist. Und sei es nur, wie Arnold Schwarzenegger gegen seinen österreichischen Akzent kämpft, den leider sein Akzent am Ende gewonnen hat. Wiederum sind zum Beispiel bei Jane Austen-Verfilmungen überraschenderweise recht wenige Action-Szenen dabei. Außer am Ende vom Stolz und Vorurteile Prequel namens Alien, als Elizabeth Bennet erkennt, dass Charles Bingley nur ein Androide ist und Fitzwilliam Darcy ein eierlegendes Alien. Jedenfalls hat der Dreh dieses Prequels bestimmt keinen Polizeieinsatz ausgelöst wie der Dreh eines Werbefilms in Schwenningen, bei dem am Ende knapp 30 Polizeibeamte am Set erschienen, nachdem sie von einer aufgeregten Passantin gerufen wurden, die dachte, dass das echt war am Set. Ironischerweise war das ein Werbefilm zum Thema Einbruchssicherheit. Und ich gehe jetzt einmal stark davon aus, dass Schwenningen ab heute der wohl sicherste Ort auf der Welt ist. Zumindest was Einbrüche betrifft. Derweil in Wolgograd. Dank meines westindischen Führerscheins darf ich ja alles zwischen einem klapprigen Moped und einem Space Shuttle fahren,
bzw. fliegen. Und lange Zeit war ich auch so faul, dass ich immer mit meiner eigenen Concorde in meinem Anwesen von der Haustür zum Briefkasten gerollt bin. Trotzdem habe ich immer wieder Ärger deswegen mit meinem einen Nachbarn, den ich hier nicht noch einmal namentlich erwähnen will, bzw. kann, wegen einer Unterlassungsklage von Günther Jauch, dass ich das doch mal unterlassen sollte, ihn immer mit in die News reinzuziehen. Aber sollte ich einmal richtig das Gaspedal meiner Concorde durchtreten, das habe ich mir extra einbauen lassen, würde ich mir es nie erlauben, das zu machen, was ein Pilot der russischen Airline Pobeda über Wolgograd in die Luft malte mit seinem Flugzeug. Denn die russische Flugüberwachung hatte einen durch die Routenverfolgung des Flugzeugs gemalten Penis auf ihrem Radar. Nur war das auch damals genau der Grund, warum Air Berlin pleite ging, weil deren Piloten einfach zu viele Penisse auf die Radare der Flugüberwachung gemalt hatten. Und das in Zeiten von MeToo. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Orkus Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Orkus Magazin nur vollgestopft ist mit Fake-Unterwelten. Ich werde ja ziemlich oft gefragt, ob es mir einfach fällt, immer wieder Texte für Magazine auszudenken, die hier dann journalistisch im Orkus landen. Und natürlich ist es eine sehr anstrengende, extrem zeitraubende Arbeit, immer wieder Magazine für dieses Segment wissenschaftlich aufzuarbeiten. Zumindest erzähle ich das dem RBB, damit dieser dann ohne viel Murren mir die 5.000 bis 80.000 Überstunden die Woche, die ich dafür nun einmal brauche, auch ausbezahlt. Beziehungsweise auf mein Knacksclub-Konto überweist. Andernfalls würde der RBB das Gefühl haben, die ganze Kohle sprichwörtlich den Orkus runtergespült zu haben, wie ansonsten nur bei dem restlichen Programm vom RBB. Aber in Wirklichkeit fällt mir das hier natürlich viel einfacher und um ehrlich zu sein, sind diese philosophischen Ausarbeitungen zu dem Magazin nur das Produkt vom wahllos mit der Faust auf die Tastatur schlagen, bis Smartworte zusammengekommen sind. Und genau davon berichtet leider das aktuelle Orkus Magazin. Deshalb sei gewarnt, Orkus Magazin, die dunkelrote legt die Fake News Karte an dich und ich kann nur hoffen, dass im RBB keiner dieses Magazin liest. Wobei beim RBB doch keiner lesen kann. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.